Wir haben hier an der Graf-Adolf-Straße eine große Notschlafstelle und wir haben durchaus auch Probleme im gesamten Umfeld. Und um das Umfeld zu verbessern, wollen auch die Menschen, die hier untergebracht sind, ihren Beitrag leisten, sodass wir mit dem Betreuungsverband, den Franz-Freunden, ein Beschäftigungsprojekt aufgesetzt haben. Hier werden zurzeit 3, bald 4 Männer beschäftigt auf geringfügiger Basis, die sogenannten Feger sind, das heißt eine Umfeldverbesserung herbeiführen, indem sie den Platz tatsächlich möglichst sauber halten. Das sind wohnungslose Menschen, zum Teil EU-Bürger, die wir hier untergebracht haben in dieser Notschlafstelle. Und die werden jetzt durch dieses neue Beschäftigungsprojekt, das ist jedenfalls die Hoffnung der Sozialberatung, aber auch meine Hoffnung, dass sie eben den Weg zurückfinden in Beschäftigung und in dann hoffentlich auch eigenen Wohnraum. Wir haben hier auch die Unterstützung der Avista, die Gerät zur Verfügung gestellt hat. Und wir hoffen natürlich, dass auch gerade die Anwohnerschaft das wahrnimmt, dass hier eine Verbesserung des gesamten Umfelds dann auch stattfinden wird. Es ist ein großartiges Projekt. Es ist eine absolute Win-Win-Situation. Die Menschen werden zurück in Arbeit gebracht. Wir können wirklich Menschen eine sinnvolle Beschäftigung geben. Und für das Quartier hier ist es wichtig, es wird sauberer. Das heißt, alle profitieren von dem, was hier passiert. Und deshalb freue ich mich, dass das jetzt hier auf den Weg gebracht worden ist. Tschüss.